Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich habe hier meine Sachen liegen, was ich die Woche über gehäkelt habe. Bis gleich. Als erstes herzlich willkommen. Schön, dass ihr die Zeit mit mir verbringt. Ich habe hier meine Sachen liegen, die ich die Woche über gewerkelt habe. Und ja, eine Sache ist fertig, nein, 2 Sachen sind fertig und 2 sind noch in der Mache. Ich würde sagen, wir starten als allererstes mit dem Pulli. Moment, ich muss das kurz rüberlegen. Und hier haben wir das gute Stück. Da hat ja nicht mehr viel gefehlt, so gesehen. Ich glaube, wir waren hier am Ärmel. Ja. Ich drehe mal gerade auf links und dann können wir uns auf links mal anschauen. Habe ich die Bündchen noch dran gemacht und den Arm dran gehäkelt. Und dann war der fertig. Hier seht ihr es, da waren wir das letzte Mal. Und der kam jetzt noch dazu. Wie gesagt, das Bündchen noch dran gehäkelt. Und ja, jetzt ist er vollendet. Ich wollte ihn die Woche eigentlich schon anziehen auf der Arbeit, aber ich wollte den Maschenmarkierer nicht abmachen, deswegen wird er dann die kommende Woche auf der Arbeit getragen. So, Maschenmarkierer ist ab. Unser schöner Pulli ist fertiggestellt. Der Verlauf so von den Armen her, das gefällt mir so sehr gut. Moment, ich zeige es euch gleich nochmal. Ich lege gerade noch mal ein bisschen hin. Oh, da habe ich noch einen Faden, den muss ich noch abschneiden. Ich habe jetzt gar keine Schere hier. Den ziehe ich gerade nach innen. Da war der Wechsel vom Garn wahrscheinlich. Und ja, ist schön geworden. Also mir gefällt der richtig gut. Der Arm ist so ein mittellanger Arm. Ich habe das jetzt auch so an. Also ich habe das meistens so, weil ich das vorne an den Handgelenken nicht so gerne mag, wenn da was ist. Außer jetzt meine Uhr. Ja, deswegen habe ich nur einen mittellangen Arm gemacht. Ein Dreiviertelarm, so rum. So heißt es ja richtig. Und habe dann die Bündchen dran gesetzt. Bei den Bündchen habe ich ja darauf geachtet, dass das halt das Dunkle ist hier. Oben ist ja das helle Grau, aber ich finde, das passt auch gut dazu. Und hier an den Armen sieht man halt den Verlauf von der Wolle. Das war hier der, wie oben, und dann ins Pinkene und hier auch. So, gehäkelt habe ich das Ganze mit einer Vierernadel. Und das waren die Garne dazu. Das hier war so ein Endline von den Märchengarnen. Und das hier hatte ich mir mal bei den Märchengarnen mit dazu bestellt. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Hier seht ihr nochmal die Daten zu den Märchengarnen. Hier ist die Nummer von dem Knäuel. War ein Vierfachgarn. Und da seht ihr, es ist 3 Fäden in Grau und einer in Rosa. Oder in dem Fuchsia. Und der Rest ist alles hier in dem Pulli drin. Ja, und die hier, den Rest, den werde ich auch aufbrauchen. Je nachdem, das Dunkle kann man immer ganz gut gebrauchen. Und wenn nicht, mache ich mir daraus vielleicht ein Tuch,
und setze das Dunkle dann damit dran. Je nachdem, schauen wir mal. Ja, das war der Pulli. Die 4er Nadel, jetzt bin ich gerade mal am Überlegen. Das ist eine 5er. Achso, die habe ich bei meiner, bei der Decke. Habe ich die reingepackt, weil ich da beides gehäkelt hatte. Ja, eine 4er Nadel hier. Sieht man es nochmal. Der ist mit der 4er Nadel gehäkelt. Und wird dann auch diese Woche getragen, denn ich finde so für den Übergang, er ist durch das Muster schön locker und leicht. Wenn man da jetzt einen Tanktop drunter zieht, ist er blickdicht sozusagen. Und an den Armen stört mich das nicht. Ja, das ist unser Pulli. Dann lege ich gerade mal rüber. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach schnell noch die Decke an. Hier ist das Garn von der Decke, wie gesagt mit einer 4er Nadel. Und die Decke ist jetzt nur ein wenig gewachsen, nicht sehr viel. Aber das kann ich euch ja zeigen. Den Maschenmarkierer von dem Pulli hatte ich rausgenommen. Und hier, Moment, ich falte es mal sozusagen fast in der Mitte, so seht ihr das, wenigstens die Hälfte. Hier waren wir, das ist der Schwan und es kamen wie gesagt nur 3 Reihen dazu. Aber das finde ich nicht schlimm, die Decke hat keine Eile. Und so gesehen hat sie schon, ist okay von der Größe, darf gerne noch wachsen, weil ich will noch das zweite Knäuel mit reinmachen. Von dem grünen von der Holla die Waldfee. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. So, Maschenmarkierer ist ab. Den setzen wir jetzt um. Nee, habe ich es euch falsch rum gezeigt. Ach, schon richtig, aber trotzdem. So, den machen wir uns hier hin. Da sind wir jetzt. Und jetzt kommt, wie hier, 2, 3 Reihen Stäbchen drüber. Und dann nochmal ein Muster. Aber wie gesagt, die Decke hat keine Eile. Da arbeite ich mal dran. Immer wenn ich Lust habe. Zur Entspannung. Und die häkele ich einmal mit einem Gründelgarn. Das Cotton Blend. Habe ich euch jetzt schon öfters in die Kamera gehalten. Davon habe ich noch einen Knäuel und den hier. Und hier unsere Holla die Waldfee. Muss ich mal zusammen machen. Moment. Von der Miss Pipinella. Das ist ein Etsy-Shop. Habe ich euch auch schon öfters in die Kamera gehalten. Der ist aber dreifädig. Und ihr seht es, wir sind gerade am Übergang von den Fäden. Wir haben ein, ja, ich weiß gar nicht, altweiß oder lockeres Weißcreme. Dann ein leichter Grünton außen und das Grün. Und von dem Grün geht es nachher ins Dunkle rein. Und dann läuft noch wohl ein Grauer mit. Und dann sind wir im Dunkelgrün. Ich glaube, das kommt nachher richtig gut raus, richtig schön raus. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Sie ist auch schön weich. Sie ist zwar schon schwer, aber dadurch hält sie auch wirklich super warm. Ihr seht es ja hier, ich habe hier einen Farbunterschied drin, weil hier unten, das ist ein anderes Knäuel gewesen. Das war das Malibu, was ich aus dem Urlaub mitgebracht hatte. In der
Farbe 17, Partie 40. Ja, das waren 135 Meter. Und der Cotton Blend, da habe ich auch schon einen Knäuel drin. Der hat 220 Meter Lauflänge. In der Farbe 3, Partie 11, 14. Ja, wie gesagt, da wandert das Knäuel auf alle Fälle noch rein. Und noch eins und von der Holla die Waldfee wandert der Rest auch noch mit rein. Dann gucke ich mal, wie weit ich bin, aber ich nehme an, weil ich von dem Holla die Waldfee noch einen habe, dass ich den je nachdem wahrscheinlich auch noch mit reinlaufen lasse. Ich hatte es ja geplant, eigentlich 2 Knäule. Aber ich gucke mal, wie groß das hier wird. Und dann entscheide ich das. Ja, wenn nicht, mit 1000 Meter. Wir werden sehen. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich hier die vorderen und hinteren Reliefstäbchen gemacht habe, weil dadurch zieht sich die Decke jetzt wieder so ein bisschen zusammen. Hier das Muster, dieses V-Muster, das war ja sehr locker. Und ja, jetzt ist die Decke wieder schön kompakt und passt gut. Geht zwar nicht mehr in mein Beutelchen rein, aber das ist nicht schlimm. Ich nehme das Beutelchen. Jetzt ziehe ich es mir gleich auf wahrscheinlich. Na. So, jetzt das Beutelchen und die Decke nehme ich ja so nirgends mehr mit hin. Das bleibt jetzt zu Hause und dann wird nur zu Hause daran gearbeitet. Maschenmarkierer haben wir versetzt. Dann zeige ich euch jetzt ein fertiges Projekt. Das habe ich zwischendurch gemacht, weil mir das sehr gut gefallen hat. Das habe ich nach einer YouTube-Anleitung gemacht. Wenn ihr daran Interesse habt, ich verlinke es euch gerne. Aber nee, ich verlinke es euch, da gibt es kein Aber. Wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr sie nachhäkeln. Hat jetzt nur in so einer kleinen Druckverschlussbeutel gewohnt. Und das habe ich aus 2 Gründelgarn gemacht in Schwarz. Ab Baumwolle. Ich glaube, das sind ja unterschiedliche Partien, aber das hat man nur beim Anfassen jetzt so gemerkt. Aber das finde ich jetzt bei der Tasche so nicht schlimm. Es sind beides 100% Baumwolle. Ein Gründel, die Farbe, die 016. Im Lotpartie unterscheiden sie sich halt, aber Schatze daheim. Sie mussten reinwandern. Aus die Maus. Das Ganze habe ich mit einer Dreiernadel gehäkelt. Ich habe einen kleinen Maschenmarkierer benötigt, weil ich mich da direkt komplett sozusagen an die Anweisung gehalten habe. Normalerweise hätte noch einer ein Maschenmarkierer dazugehört, aber ich bin mit dem einen ausgekommen, deswegen ja. Aber war sehr gut erklärt, war wirklich toll, man konnte es einfach nachhäkeln. Ja, und hier ist das gute Stück. Das ist sozusagen so eine Falttasche, so eine japanische Tasche, asiatische Tasche, je nachdem, wie man es nennen möchte. Sehr luftig durch das Muster. Aber ich dachte, für zu Hause oder mal die Sachen zum Mitnehmen, für so einen Bubbel, schauen wir mal, dachte ich, passt das wirklich gut. Muss ja noch ein bisschen, ich mag das gerne, wenn die Sachen so gerade dann drin stehen. So, und dann hat man das schön verstaut und dabei. Da war ich sehr angetan von, die Tasche hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, die YouTuberin hat das alles auch toll erklärt.
Einzigste Voraussetzung ist, entweder ihr guckt euch das Video an und macht nach, was sie macht, oder ihr müsst es euch halt übersetzen lassen auf Englisch, weil das war in der koreanischen Sprache verfasst, oder die YouTuberin ist Koreanerin wohl und ja, hat das dann so schön erklärt. Ja, die Tasche geht auch relativ zügig, also tolles Ding. Bin ich sehr begeistert von, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von der Sache her. Ich meine, man könnte sie jetzt auch umdrehen und in die so tragen, aber ich wollte die Naht lieber innen haben, weil das wird, hier wird es nachher zusammengenäht an der Seite und ja, wird halt in der langen Runde, oder nicht Runde, im Hin und Her auf dem langen Weg gehäkelt. Und hier für den einen Armhalter, für den einen Henkel wird halt Maschen zugenommen. Ja. Aber die hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Die fand ich wirklich schön. Und ging auch zügig und flott. Kann man nicht schimpfen. Bei dem Projekt. Wirklich toll. Ja. Da wird jetzt ein Projekt reinwandern. Deswegen packe ich sie nicht so weit weg, sondern lasse sie hier bei mir. Der Maschenmarkierer kann aber rüber. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Projekt, was ich arbeite. Das arbeite ich mit einer 5er Nadel. Und das ist auch aus meinem Urlaubsgarn. Und zwar der Schal. Die Sonne blendet ein bisschen. Aber es ist ja schön, dass es draußen ist heute. Wie gesagt, hier waren wir. Das ist unser Maschenmarkierer und das Stückchen hier. Entschuldigung, das Stückchen hier kam dazu. Ihr seht es, hier sind 2 lose Fäden. Denn mit den, ich glaube 200 Meter waren das, oder wie viel waren es? Ja, 240 Meter. Da kam ich leider nicht weit. Ich meine, ist ja logisch bei so einem Muster und der Breite, die ich gemacht habe. Deswegen hatte ich mir noch einen dazu bestellt. Also 2 Stück. Der ist 53% Schurwolle und 47% Polyacryl. Das ist von Online, Trend Collection Line, die 359 Fano. Das ist die Farbe 91 und die Partie 34,99. Und wie gesagt, es ist 240 Meter, zwar für eine 7 bis 8er Nadel empfohlen, aber ich habe es jetzt mit einer 5er gemacht und das ist okay. Hier ist noch der neue Knäuel und der wird jetzt auch, jetzt hole ich gerade meinen Faden, in das Beutelchen wandern. Dann mache ich den hier rein. Der kann jetzt einfach so da drin liegen, das finde ich in Ordnung. Und die Nadel, die pieke ich jetzt einfach in das Knäuel rein. So geht es mir nicht verloren. Anders wird es mir wahrscheinlich durch das Beutelchen durchfallen, selbstverständlich. Aber jetzt ist das in Ordnung so. So, kommt dann mal rüber. Und wir widmen uns unseren Maschenmarkierer. Ihr seht es, der Verlauf von der Wolle. Ich finde ihn sehr schön, sehr harmonisch,
Es ist nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist immer mal so und dann ist auch mal was Schönes, Kräftiges dabei, was ich eigentlich sehr gut finde. So, unser Maschenmarkierer, den machen wir ab, unseren Stern. Jetzt hat es natürlich verkehrt herum. Und machen ihn uns hier oben wieder dran. So, jetzt muss ich gucken, ja, das ist vorne. Hier arbeite ich auch mit den Reliefstäbchen und dem V-Muster. Ja, das Muster hatte ich mal gesehen, also das V mit dem Relief fand ich ganz schön. Sieht vielleicht auch gut beim Tuch aus. Ja doch, wahrscheinlich schon, wenn das dann so ausläuft. Ja. Aber ich habe den Schal jetzt draus gemacht. Von hinten sieht er so aus. Man gibt halt eine Vorder- und eine Rückseite, wobei ich die Rückseite jetzt auch nicht schlecht finde. Aber so im Vergleich sieht das vorne schon besser aus. Ja, das war jetzt noch der Schal. Mit ihm hier. So, jetzt gucke ich gerade mal, wie ich das am besten gefaltet kriege, weil wie gesagt, eine Banderole, wenn das dieselben sind, hebe ich immer auf für mein kleines Projektbuch, wo ich mir die Sachen eintrage und den Rest mache ich dann weg. So, jetzt hole ich gerade noch mal die Nadel raus, damit ich hier noch meinen Schal reinbekomme. Ich muss das Knäuel ein bisschen rutschen. Flupp. So. Etwas unschön reingeräumt, ja, ich gebe es zu. Aber es erfüllt seinen Zweck. Flupp. Ja, das muss ich noch gucken, wie ich das immer so, wie ich das schön hinkriege. Reinbekomme in mein Projektbeutel. Ja, das waren die 4 Projekte. Wie gesagt, die Tasche, die Decke, der Schal und der Pullover. Ja. Und ja, sonst habe ich nichts gewerkelt. Sonst würde ich es euch zeigen. Na gut, dann freue ich mich, dass ihr die Zeit mit mir verbracht habt. Und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und es geht euch gut. Bleibt gesund und genießt eure Zeit. Macht's gut. Tschüss.